Liebe Kundinnen, liebe Kunden, Sie erleben es sicherlich gerade selbst in der Corona-Krise, verzeihen Sie mir, stehen wir vor nie dagewesener Situation. Nicht nur Sie als Unternehmen bzw. als Marke oder wir als Agentur, nein, jeder Einzelne von uns befindet sich irgendwie in einer neuen oder in einer Ausnahmesituation. Viele von uns sind im Homeoffice und müssen gleichzeitig auf ihre Kinder aufpassen. Keine Freizeitangebote mehr außerhalb der eigenen vier Wände, kaum noch persönliche Kontakte außerhalb der Hausgemeinschaft. Schwierige Situationen, die wir auch tagtäglich sicherlich in unseren Medien sehen, aber bei allen schwierigen Situationen oder Nachrichten, die wir heute empfangen, gibt es auch ein paar positive Seiten. Es wird wieder zu Hause anspruchsvoller gekocht. Viele von uns ernähren sich gesünder, viele von uns treiben mehr Sport, gehen zu Fuß, fahren mit dem Fahrrad, fangen wieder an zu joggen. Einige finden Zeit, ihre Hobbys zu vertiefen oder nehmen sich das Buch zur Hand, das sie immer schon mal lesen wollten. Wir benutzen in der aktuellen Zeit unser Smartphone tatsächlich dazu, mal unsere Lieben wieder anzurufen, vor allen Dingen unsere Eltern, die wir in dieser Zeit nur leider selten persönlich sehen können. Überhaupt ist, glaube ich, Familie gerade ein ganz, ganz wichtiges Thema für viele, auch für mich, und ist viel, viel wichtiger geworden. Wir verbringen viel Zeit mit der Familie, wir machen uns aber sicherlich deutlich mehr Sorgen, gerade um die Älteren in unserem Familienkreis. Die Situation in dieser Krise ist sicherlich alles andere als einfach. Und das macht vielen Menschen sicherlich auch Angst. Das zeigen auch aktuell die Zahlen von unseren Kollegen von M-Science, die eine große Forschung für sie durchgeführt haben, die besagt, dass 62% der Konsumenten, die wir befragt haben, sich zumindest Sorgen machen in dieser Krise. 35% haben sogar richtige Angst. Aber eine Mehrheit verspürt auch bei aller Krise ein positives Gefühl für alles das, was danach kommt. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Signal heute mal. Was bedeutet das für Marken und ihre Kommunikation? Die reduzierte Mobilität der Menschen, das Kontaktverbot, die soziale Isolation wirken sich sicherlich bereits sehr, sehr stark auf unser Konsumverhalten aus. Einige Branchen sind besonders stark betroffen, wenn man sich die Reise- oder Unterhaltungsbranche anguckt, gerade Gastronomie, Hotels, Veranstaltungsorte, aber auch die Luxusbranche gehört sicherlich dazu. Ganz oben auf den Einkaufszelten der Deutschen steht im Moment Arzneimittel, Hygieneprodukte. Wer hat in den letzten Tagen nicht die Witze über also unser Klopapierhamstern gehört, Tierfutter, Lebensmittel wie Nudeln und Konserven. Auch bei der digitalen Unterhaltung steigt signifikant die Nachfrage nach Streamingdiensten, nach E-Sports, nach Mobile Gaming. Und natürlich steigt auch die Anfrage bei unseren digitalen Anbietern, die uns tagtäglich Videokonferenzen ermöglichen, auf die wir uns jeden Morgen wirklich sehr freuen. Ich bin immer sehr froh, wenn ich morgens meine Kollegen gesund und munter, nicht im Office, aber zumindest per Videocall sehen kann. Gibt einem ein schönes Gefühl und man behält den sozialen Kontakt sicherlich auch zu seinen Kollegen. Aber nicht nur das hat sich verändert, sicherlich auch das Einkaufsverhalten der Deutschen ist jetzt anders geworden. 55% der eben vorgestellten Studie der befragten Konsumenten kaufen verstärkt außerhalb der Haupteinkaufszeiten mittlerweile ein. Sogar 30% vermeiden die großen Supermärkte. Viele, und das finde ich ganz spannend, vor allen Dingen ältere Leute, haben das Online-Shopping für sich entdeckt. Also sie lassen sich die Produkte und Lebensmittel direkt nach Hause liefern. Und man kann heute fest davon ausgehen, dass was in der Krise ganz gut funktioniert, wird sicherlich später auch nicht abebben. Funktioniert ja auch. Und warum sollte man das dann ändern? Übrigens gibt es, glaube ich, auch eine gute Nachricht in aller Krise. 3/4 der Konsumenten bleiben ihren präferierten Marken auch während einer Krise sehr, sehr treu. Und ich glaube, darauf können wir ja alle bauen. Weil wir kaum noch raus dürfen, greifen wir immer häufiger auf digitale Service-Dienstleistungen zurück. Natürlich, über Kommunikationssoftware bleibt man in Kontakt mit Freunden und auch in Kollegen. Trinkt sein Feierabendbier virtuell oder in einer Videokonferenz aktuell. Bildung, Unterhaltung, medizinische Beratung, selbst Fitnesskurse finden heute online statt. Wer nicht mehr ins Fitnessstudio gehen kann, der macht sein Workout im Garten. Wer das nicht kann, macht sein Workout eben halt im Wohnzimmer. Viele DJs, viele Musiker machen Live-Events im Internet und viele der befragten Personen sagen, ja, ich singe zu Hause mit und tanze auch teilweise zu Hause. Ich glaube, auf all das müssen Marken und wir jetzt reagieren, auf die Ängste und diese Unsicherheiten der Konsumenten, auf ihre teilweise Langeweile in ihren eigenen vier Wänden, auf das Bedürfnis nach Information, aber auch nach Unterhaltung und sicherlich auf das Bedürfnis ein Stück weit nach Geborgenheit und auch Hilfestellung in Zeiten
die wir so vorher sicherlich alle nicht kannten. Dabei würden wir als Mediacom gerne helfen. Wir haben natürlich eine Präsentation zu diesem Video auch erstellt, wo Sie alle Details, vor allen Dingen die ganzen Marktforschungsdaten von M-Science, verzeihen Sie mir, entnehmen können zur aktuellen Entwicklung von Covid-19 und alle Analysen zur aktuellen Situation und den Folgen für Unternehmen und Konsumenten. Den Download-Link finden Sie wie gewohnt unter diesem Video. Und wenn Sie Lust haben, abonnieren Sie unseren Kanal. Wir werden sicherlich in den nächsten Tagen immer mehr hoffentlich auch für Sie relevanten Inhalt hier hochladen, damit wir Ihnen im Tagesgeschäft weiterhelfen können. Denn wir alle suchen und möchten Sie unterstützen nach der Frage, was ist jetzt die richtige Strategie, was sind jetzt die richtigen Maßnahmen. Also wie gesagt, mehr dazu folgt in Kürze auf diesem Mediacom YouTube-Kanal. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie diesen Kanal. Melden Sie sich gerne bei Ihren Teams. Jeder wird Ihnen bei Fragen und Rat sicherlich jederzeit gerne zur Verantwortung stehen. Und das Wichtigste zum Ende immer: Passen Sie bitte gut auf sich auf, bleiben Sie gesund und ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen so viele wie möglich von Ihnen entweder in der Videokonferenz sehe und hoffentlich bald auch wieder persönlich. Vielen Dank.